In diesem Video geht es um das Ergebnis von 197 Tagen im echten Handel. Heute ist der 3. Februar 2023 und ich wollte mal was zum Ergebnis meines Systems beitragen und habe gerade versehentlich hier nochmal einen neuen Trade gestartet. Den werden wir jetzt mal schließen. Denn eigentlich habe ich mein Ziel bereits am 1. Februar 2023 erreicht. Das Ziel bei der ganzen Aktion war, ein System mit 10% Gewinn abzuschließen. Wenn man sich das hier mal anschaut, dann haben wir gerade die $11.000 überschritten. Und hier in der Order History kann man sehen, dass ich $10.000 eingezahlt habe. Das war, soweit ich mich erinnern kann, am 18. Juli. Und tatsächlich habe ich am 1. Februar mein Profitziel überschritten. Das hier ist die entsprechende Statistik auf meiner Webseite. Und wenn man hier draufklickt, kann man auf der FXBlue Webseite sich die genaue Statistik zu allen Daten dieses Systems einmal anschauen. Hier kann man das Ganze nochmal als Gesamtprofit darstellen lassen. Am 3. Februar, also jetzt gerade, habe ich ja den letzten Trade zugemacht. Und die erste Position wurde am 18. Juli 2022 eröffnet. Insgesamt haben wir ein Wachstum von 10,0%, bei einem monatlichen Zuwachs von 1,4%. Das System hat nur 68% aller Positionen im Profit geschlossen und im Durchschnitt haben wir pro Tag 12 Trades gemacht, über einen Zeitraum von 199 Tagen. Eigentlich wären das hier nur 197 Tage, wenn ich nicht, wie gesagt, eben versehentlich eine Position eröffnet hätte, als ich dieses Video hier gestartet habe. Wenn wir uns hier mal einen Taschenrechner zur Hilfe nehmen und die 10% durch 197 Tage teilen und mit 365 multiplizieren, dann kämen wir auf einen Zuwachs von 18,5% jährlich. Interessant finde ich das Thema Equity, denn hier kann man ganz gut erkennen, dass über den Zeitraum, den wir gehandelt haben, die meiste Zeit die Equity sehr nah an der Balance war. Das bedeutet, wir hatten wenig Drawdowns. In der Analyse kann man sehen, dass wir ausschließlich mit dem Euro-US-Dollar getradet haben. Das waren 2408 Orders, ein Bruttoprofit von über $2000, ein Bruttoverlust von $1.112 und das resultiert in einem Gesamtprofit von $1.001,28 bei einem Profitfaktor von 1,9. Hier gibt es noch ein paar zusätzliche Statistiken, zum Beispiel die durchschnittliche Trading-Dauer in Stunden. Das hier ist ein Ausreißer mit 334,9 Stunden, aber im Großen und Ganzen kann man sagen, dass der überwiegende Teil bei unter 100 Stunden lag. Die Statistik von FXBlue weist hier ein Totalverlustrisiko von 0% aus und man kann sich hier noch 100 weitere Statistiken anschauen. Wer sich dafür interessiert, kann das hier auf der FXBlue-Seite tun oder die Webseite platinsystem.com aufrufen, die ist momentan umgeleitet. Aber auch hier kann man sich die Statistik genau anschauen. Und hier drunter ist irgendwo noch die Playliste verlinkt. Für DSGVO muss man hier den YouTube-Content aktivieren. Aber dann kann man sich die Playlisten mal anschauen. Das hier ist das Video von Tag 1. Alles in allem habe ich das etwas dokumentiert. Und dieses Video werde ich da gleich hinzufügen. Ich persönlich bin mit dem Ergebnis sehr zufrieden und kümmere mich jetzt um das nächste System. Ich sage vielen Dank fürs Zuschauen und wir sehen uns dann im nächsten Video.